Ja, hi, hier ist wieder Ulf aus dem Retro MTB Lab. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch heute ein spezielles Rad zeigen, und zwar geht es um ein französisches Mountainbike aus 1995. Es ist ein Sun. Sun war damals eine ganz spannende Marke, weil die eben im Weltcup-Zirkus sowohl im Cross-Country als auch im Downhill vor allem unheimlich gute Fahrer unter Vertrag hatten für ihr Team und mehrere Titel auch eingefahren haben damals. Auch die Räder waren technisch interessant und vor allem optisch hervorstechend. Was ihr hier heute zu sehen bekommt, ist ein Rad, das ich vor einigen Jahren mal für meine Sammlung gekauft habe. Es ist mir persönlich zu klein und ich habe auch gedacht, es ist zu schade, um nur in der Sammlung rumzustehen. Deswegen habe ich es an einen guten Freund von mir verschenkt und er fährt das Rad auch ab und zu noch, wenn er auf beruflichen Terminen unterwegs ist. Ich gebe dem Rad heute mal einen gründlichen Service, weil es über die Zeit doch noch mal ein bisschen gelitten hat, sage ich mal. Und ja, schaut einfach mal, was ich euch heute zeige. Vor allem kümmere ich mich auch um den Chrom, weil das ist der spezielle Touch an dem Rahmen, der ist einfach voll verchromt. Viel Spaß mit dem Video und wie immer, liked mein Video, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auf die nächsten Dinge, die dann kommen. Hier seht ihr das Prachtstück in seinem vollen Glanz. Das Rad ist mir mehr oder weniger zufällig begegnet. Ich habe nicht danach gesucht, aber als ich es gesehen habe, habe ich sofort erkannt, wow, das ist hier ein Sun. Die waren schon sehr speziell in den 90er Jahren. Verchromter Stahlrahmen. Die meisten anderen Hersteller haben damals schon auf Aluminium gesetzt. Sun hat noch in Stahl gebaut. Es sind hier absolut klare, elegante Linien. Die Mountainbikes in der Zeit waren einfach noch sehr direkt. Sie waren reine funktionale Maschinen und Sun hat sich da so ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt mit dieser Optik. Was besonders spannend ist hier an dem Rad, ich habe ein identisches zweites Rad noch dazu gekauft als Pärchen. Die sind ersetzt worden, weil die Besitzer dann doch lieber auf E-Bikes umgestiegen sind. Und in dem Fall war das eben mein Glück, dass ich beide zusammen kaufen konnte. Eins davon bleibt bei mir, das andere ist schon weitergezogen. Das habe ich ja im Intro schon erzählt. Das habe ich verschenkt. Zuerst mal muss natürlich der Schmodder, der Dreck, alles, was im Antrieb hängt, vom Rad runter. Es ist hier eine Menge Öl und Staub zusammengekommen und hat den Antrieb wirklich unansehnlich und schmierig gemacht. Der ganze Antrieb war leider verölt und mit Staub zusammen verklebt. Deswegen habe ich erstmal alles grob sauber gemacht, um überhaupt vernünftig dran arbeiten zu können. Und dann damit begonnen, die Teile, die mich hier stören, um an den Rahmen zu kommen, auch zu demontieren. Also das Hinterrad, die Kurbel, die Kette und das Schaltwerk habe ich dann nacheinander demontiert. Einerseits, um es besser sauber zu bekommen und andererseits auch natürlich, um den Rahmen mal richtig zu inspizieren und richtig sauber machen zu können.
Wenn man sich dann ein bisschen näher mit dem Rahmen beschäftigt, dann kann man leider hier erkennen, dass in den letzten Jahren doch so ein paar Beschädigungen im Chrom entstanden sind. Meistens sind das Haarrisse, die mit der Zeit einfach auftreten, und durch die Haarrisse kommt dann Feuchtigkeit rein und kann die darunter liegenden Stahlschichten dann eben verletzen, beziehungsweise, also meistens kommt Wasser oder Feuchtigkeit durch Haarrisse im Chrom, besonders an den Stellen wie zum Beispiel den Schweißnähten, dann an den Rahmen, und dadurch entstehen in der Chromoberfläche Rostpickelchen, und die Rostpickel, die wollte ich hier auf jeden Fall wieder entfernen. Ich mache das immer mit einer Kombination aus Cola, die ich dann mit einer Alufolie auf den Rahmen, auf den Chrom sozusagen auftrage. Die Cola enthält Phosphorsäure, dadurch wird der Rost reduziert, also es findet eine Reduktion statt, und gleichzeitig poliere ich das mit der Alufolie, die natürlich weicher ist als der Chrom, poliere ich das weg, und die Alufolie wird gleichzeitig auch noch oxidiert durch die Phosphorsäure. Das heißt, es ist eine Kombination aus einer mechanischen und einer leichten chemischen Reinigung. Dadurch wird die Oberfläche eigentlich am Ende des Prozesses wieder ganz ansehnlich. Man muss das am Ende natürlich nochmal mit Wachs oder irgendeiner anderen Schutzschicht versiegeln, weil die Risse natürlich weiterhin in der Chromschicht drin sind und über die Zeit auch wieder Korrosion auftreten wird. Als nächstes habe ich mich dann mal um die Anbauteile gekümmert. Die Anbauteile habe ich auch nochmal entfettet. Zuerst mit so einem Schaumreiniger und dann in den Details nachbearbeitet. Nicht mit dem Ziel, dass das aussehen soll wie neu, sondern einfach, dass die Schmutzschicht, die Fettschicht, die da dran war, wieder ab ist, damit es einfach wieder vernünftig funktioniert, dass es wieder ganz sauber schalten kann, dass das Rad einfach in einem einsatzfähigen Zustand ist. Ich bin dann zuerst eben mit einem Teilereiniger Schaum da dran gegangen, und später als Finish habe ich dann nochmal Bremsenreiniger benutzt für die besonders hartnäckigen Sachen.
vor allem die Zahnkränze oder die Kassette, die war ziemlich voll mit Ölrückständen und Fettrückständen. Da habe ich dann doch ein bisschen länger gebraucht, um die wieder einigermaßen sauber zu bekommen. Und hier seht ihr dann auch schon, wie der gereinigte Zahnkranz dann wieder auf das Laufrad. Laufräder sind sowieso eins meiner Lieblingsthemen. Ich finde, das Fahrverhalten von einem Rad, egal ob es jetzt ein Mountainbike ist oder ein Rennrad oder ein Gravelrad, hängt extrem von der Qualität und vom Zustand der Laufräder ab. Ich finde einfach die Spritzigkeit oder auch die Rückkopplung von der Oberfläche, über die man gerade fährt, da kommt doch sehr, sehr viel über die Laufräder zurück. Wenn ich ein schlecht zentriertes Laufrad habe oder ein zu weich zentriertes Laufrad, finde ich immer schwierig, dann auch vernünftiges Feedback vom Untergrund zu haben. Deswegen ist es mir immer wichtig, Laufräder nachzuzentrieren, Laufräder auch nochmal nachzuspannen, wenn die jetzt so lange schon im Einsatz waren wie diese hier, dann haben sich die Speichen eben auch entsprechend gesetzt über die Zeit und dann möchte ich eigentlich immer die auch wieder in einen vernünftigen Zustand bringen. Selbst wenn es jetzt hier so relativ einfache 90er Jahre Laufräder sind, aber auch aus denen kann man noch eine Menge rausholen, wenn die gut zentriert sind und vernünftig gespannt sind. Beim Hinterrad habe ich dann eben nicht nur mal eben drüber zentriert, sondern das Ganze auch schön wieder sauber gemacht, sodass es nicht nur optisch gut aussieht, sondern technisch auch wieder gut fährt. Bei mir sind dann auch Details wichtig, zum Beispiel, dass die Beschriftung auf dem Reifen nicht am Ventil gesessen hat. Sowas stört mich optisch, da bin ich ein bisschen pingelig und deswegen habe ich hier auch nochmal den Reifen abgezogen und entsprechend dann anders montiert.
So, im nächsten Schritt habe ich dann alles, was ich vorher gereinigt habe, wieder neu montiert. Nicht besonders schwierig, weil ich ja wusste, alle Teile passen, es ist nichts verschlissen. Es ist auch alles gut eingestellt gewesen vorher. Hier konnte ich mich eigentlich darauf konzentrieren, alles wieder an seinen Platz zu bringen und musste nicht viel mehr machen. Dann kriegen die Schaltzüge frisches Öl, einfach damit sie weiter gut funktionieren und in den Hüllen sauber gleiten. Und die Schalthebel haben nochmal eine Überholung bekommen. Das sind Schalthebel aus den 90er Jahren. Die verharzen gerne mal. Das Fett da drin wird alt und verklebt dann die Klinken, die ineinander greifen müssen. Deswegen fette ich sowas immer gerne nach. Die Heißluftpistole löst das alte Fett, macht es wieder geschmeidig. Das alte Fett verbindet sich mit dem Entfetter, den ich reinsprühe, und danach wird das alles nochmal neu gefettet, wieder auf Funktion getestet und wieder zusammengebaut. Das Ergebnis ist, dass die Schalthebel im Grunde so funktionieren wie am ersten Tag und wieder eine ganze Weile gute Performance abliefern können. Bei den Bremsen das gleiche. Ich habe jetzt an dem Rad auch darauf verzichtet, die Bremszüge zu wechseln, und auch die Bremsbeläge waren okay. Aber so Kleinigkeiten, den Bremszug einfach nochmal ein bisschen zu kürzen an der Vorderbremse, damit der in einem saubereren Bogen läuft, oder einfach auch die Geschmeidigkeit, mit der der Bremszug in der Außenhülle läuft. Das alles sind so Themen, da kann man durch eine gute, saubere Montage viel rausholen und die Zuverlässigkeit und die Bremskraft doch mal deutlich erhöhen, ohne dass man viel Energie und Geld investieren muss. Da sind
Bei der Bereifung vorne ist mir dann aufgefallen, dass auch da die Markierung oder das Label vom Reifen, übrigens ein Panaracer Smoke Dart, klassischer Mountainbike-Reifen aus der Zeit, dass die Label vom Reifen nicht auch am Ventil saßen. Und dann habe ich den Reifen einmal kurz abgenommen. Aber eben festgestellt, dass das Felgenband an einer Stelle gerissen war. Ich habe dann kein neues Gummifelgenband eingezogen, sondern habe hier direkt auf ein geklebtes Tubeless Felgenband gewechselt. Das funktioniert auch bei einem Schlauch genauso gut wie ein Gummifelgenband, eigentlich sogar besser. Dann habe ich das Rad nachzentriert und auch hier natürlich gründlich gereinigt und am Ende die Bereifung in der richtigen Laufrichtung mit dem Logo am Ventil etc. neu montiert. Und wenn das dann alles passt, dann kommt das Laufrad zurück in den Rahmen. Ich pump's mal eben auf und dann kann das Rad auch schon fast wieder auf die Piste. So, dann noch einmal alles checken, das Rad nochmal auf den Boden stellen und dann kann ich das Rad wieder zurückgeben an meinen Freund. Ja, und hier könnt ihr dann nochmal alles in der vollen Pracht sehen. Ich habe mir dann mal den Spaß erlaubt, auch das zweite Rad aus dem Lager zu holen oder aus meiner Sammlung dann dazu zu stellen. Also das, was jetzt hier vorne im Vordergrund auf dem Montageständer ist, das gehört meinem Freund und das dahinter, das ist meins. Und ich glaube tatsächlich, um ehrlich zu sein, wenn ich nicht zwei davon gehabt hätte, hätte ich auch keins davon verschenkt. Ich finde die einfach nur schön und die Optik ist einfach der Knaller. Und wenn es draußen sonnig ist und man im Sommer mit den Teilen draußen unterwegs ist, das ist einfach ein toller Anblick, das fasziniert mich, da habe ich Spaß dran. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran. Wenn ihr noch mehr dazu sehen wollt, kann ich gerne auch zu dem zweiten Rad nochmal ein Video machen. Das ist zwar völlig okay von der Einstellung her, aber warum nicht? Ich kann es euch nochmal im Detail zeigen, wenn ihr möchtet. Ja, danke, dass ihr dabei wart und bis bald.